48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, tralala. 3 Zielfische. Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 9. Episode des YPC Boat 2025 und damit zur vorletzten Folge in Gruppe A. Vor dem entscheidenden zweiten Wettkampftag liegen Nace und LMAB mit starken Boards vorn. Aber auch Hearty Rice hat sich mit einem herausragenden Barschergebnis inklusive des neuen YPC-Rekords eine Top-Ausgangsposition gesichert. Beste Voraussetzung also für Fabi und Sven, um sofort wieder zur Spitze aufzuschließen. Bim und Mercury haben immerhin je einen Fisch über 90 Punkte auf dem Konto, während CWC als besten Fang bislang nur einen 42er Barsch vorweisen kann. Für Truman und Ewert bedeutet das, am heutigen River Day müssen Flussmonster her, um den verhaltenen ersten Tag noch auszugleichen. Soweit die Ausgangslage. Entschieden ist aber noch gar nichts, denn wir haben ja schon in Gruppe B und D gesehen, dass nicht nur die niederländischen Großgewässer, sondern auch die Flüsse spektakuläre Fische hervorbringen. Die Bedingungen wirken jedenfalls vielversprechend. Die Anspannung ist greifbar. Auf geht's! Ciao, ciao, viel Spaß, Jungs. It's this one is where we go when practice. Yeah. Yes, but is the drift. You see here the point. That's the place where we go for the perch. It's the full drift here. So. Ja, aber das ist noch far. Entweder wir starten hier und gehen ab, oder we start on the other side and we go down. Oh, you want to it's just what is more easy to take the drift. Okay. You understand? Yeah, we can try. Because before practicing was two grips more there. That's where we practice. Yes. Yeah. Yes. But the drift is here because there is all the cribs here. You see? Yeah. Okay. So you will maybe it's good to start here because with the wind, and I don't know what is the stream. Yeah. In the moment it's more easy to push the boat like that. I think. Yeah. The boat is more stable in the water. Exactly. So that it's easier to steer. Yes. 2 Minuten vor 8. Team Chaos ist wie immer im Chaos versunken und wir sind zu spät. Wir sind noch nicht am Spot. Nee, wir sind noch nicht am Spot, aber da sind wir auch so in 5 Minuten. Das heißt, wir werden mit 3 Minuten Verspätung anfangen. Hoffentlich verläuft dann unser Angeltag ein bisschen stressfreier als der Morgen und die Anreise hierher. Wir wollen alles upgraden. Wir brauchen 2 Fische vom Fluss. Zander, Barsch, Hecht können wir hier alles fangen. Vor allem Zander und Barsch haben wir ganz gut im Training gehabt. Ja. Mal sehen, wie es wird. Viel Spaß mit der Folge und bis hoffentlich gleich zum ersten Fisch. Herzlich willkommen zur 3. Episode. Wir starten jetzt hier in einen kleinen Fluss. Werden jetzt erstmal auf die Full Card fischen. Versuchen jetzt erstmal 3 kleine Zander zu fangen und da vielleicht schon ein Hecht bei. Sonst haben wir im Training direkt hinter uns schon eine Bucht gehabt. Da hat der Fabi auch einen kleinen Hecht gefangen. Dass wir erstmal die Full Card haben und danach werden wir das versuchen abzugraden. Genau, das Gewässer nicht wirklich verändern. Wir werden hier bleiben, werden dann noch mal pelagen. Ja. Ich werde pelagen, ja? Ja, du wirst pelagen. Ein paar Sekunden noch. Ja. Uns Glück. Wir tun unser Bestes. Wir brauchen das. Bis bald. Welcome guys for the second day of YPC Boat. Ja, heute im Fluss zum Zander- und Barschfischen. Drück uns die Daumen. And let's go. Let's go. No fish on the first cast all the time. That's a good rule.
Yeah. Okay. That's why I do a shitty cast. Let's go. Do the first cast. Don't catch a fish in the first cast. That is what we learned. Yeah. Please don't do that, because Nope. then the day will be Okay. fucked. Now we can catch. So, direkt den First Cast machen, weil es ist 8 Uhr und wir fangen, oder ich fange mit einer Tube an. Du? Ich habe die Needle drauf am Dartcheck-Kopf. Sehr gut. Dustin, hol einen raus. Du auch. Ich bin gerade ganz schön aufgeregt, muss ich sagen. We are here. We're back. River Day. Welcome to a new episode. Team Catch with Care is on fire. As always, but we have some work to do. We need upgrade the pike, we need a bigger sander, and we also need 2 perch. Then maybe we have a chance to reach the final. Yeah, but you know us, we never, ever give up. So let's do this. Of course. Second day, River Day. Follow Catch us, with Team Care. Catch with Care. Herzlich willkommen, Leute, vom zweiten Tag des YPC Boat 2025. Heute River Day. Wir sind schon am Angeln, das ist schon 4 Minuten nach 8. Wir hatten eine lange Anreise heute Morgen. Heute steht vor allem Barsch und Zander für uns auf dem Fokus. Das haben wir hier im Training am besten gefangen. Es gab auch noch einen guten Hecht als Beifang. Deswegen, wir gucken mal, dass wir auf jeden Fall unsere 2 Fische hier fangen. Und dann gucken wir mal weiter. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Kanone. Bisschen mehr Enthusiasmus hättest du reinbringen können. Bisschen mehr, wir können auch nochmal machen. Nein, nein. Quatsch. Nervös und konzentriert. Ja, ich auch. Deswegen habe ich gar nichts gesagt. Das sind die Besten. Nichts sagen, aber dann. Aber dann was aussetzen. Also wirklich. Also 14 Gramm drauf. 10. 10. Gestern? 10. Oh, bis. Gesehen? Oder? Ja, Vollgas. Ich hätte vor dir angeschlagen. Das kann ja nicht sein. Erster Wurf, Leute. Ja, aber das war so ein Ding. Ja. 45er Barsch war das halt wahrscheinlich. Spätestens jetzt dürfte Enrico wach sein. Wir schauen kurz, wo die Teams ihren Tag beginnen. LMAB angelt zum Auftakt auf der Bergschen, BIM auf der Alten Maas mitten in Dordrecht. CWC startet an einer Buhnenstrecke auf der Neuen Meerwede und die 3 anderen Duos befinden sich zu Beginn auf der Ammer. Nace etwas östlicher in Nähe eines kleinen Hafens. Mercury und Hearty Rice etwas weiter westlich in Richtung des Hollands Deep. Und dort gibt's auch den ersten Einschlag. Oh, Fisch! Ja, der könnte vielleicht reichen. So, der erste Fisch, ein kleiner 43er. So haben wir ja auch drauf spekuliert, dass wir erstmal kleine fangen für eine Fullcard und nachher beim Pelagen dann hoffentlich in der 1 Stunde dann 1 oder 2 größere bekommen, dass wir dann auch auf Hecht fischen können. Ganz entspannt den ganzen Tag. Ja, so ist der Plan. Lass uns weitermachen. Ja, Fisch. Ja, ich komm. Ja. Sauber. Sehr gut. Klein, aber mein. Kleiner Zetti, wirklich klein, aber den wollte er haben. Fisch! Gibt's ja Schlag auf Schlag. Aber alles so eine, alles so eine Flötenparty. Aber so war der Plan. So war der Plan. Lässt den Slimtis 1 cm, Berger 46,5, 47. Überhaupt das Maß hat. Nee, hat er nicht. Dann hau ich ihn wieder rein. Ja. Nächster Riese, 47 cm. Gleich ab dafür mit dem Kleinen. Ja, die Routen sind geil, hä? Die neuen Predator-Serie, also. Da können Sie sich auf was freuen. Wir haben die jetzt auch zum ersten Mal gefischt heute. Ja, gestern bekommen. Rückmeldung geil.
Also richtig geile Jigrouten, schön straff. Aber trotzdem noch mit Aktion. Ja, richtig. Und die Bissübertragung ist jetzt bei den kleinen Dingern hier pornös. Ja, kann man so sagen. Kommt nächstes Jahr im April. Sven und Fabi kommen gut rein. Mit den beiden kleinen Sandern setzt sich Hearty Rice an die Spitze. Und es scheint, als ginge es erstmal so weiter. Fisch! Ja, der kommt rein. Die hauen sich hier aber auch weg. Ja. 3 Zander haben wir. 44. So, mein zweiter kleiner, schnell da rein. Die müssen wir schnell wieder ins Wasser, die Kleinen. Die können das gar nicht ab. So, und jetzt hoffen wir mal, dass noch ein größerer beißt. Aber die neue Predator ist echt ein geiler Stock. Geil, unsere Barsche sind teilweise 10 cm größer wie die Zander. Ja. Fisch. Oh. Could be a big perch, it would be perfect. But is a zander. A snook bass. Snook bass. Oh. Good start, my friend. Good start. Baby, yeah. Congratulations. Ja, super. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll auf Deutsch, aber einfach geil. So ein Riesenbiss. 5.5, so 66. Let's go back, my friend. Thanks a lot. Look at that. The perfect moment. Ayo! Great. Come on, dude. Come on. Der Zander kann sich schon sehen lassen. Wichtige Punkte für Mattia und Arnaud, denen jetzt nur noch ein Barsch zur Fullcard fehlt. Bei Mercury derweil verläuft die erste Drift ereignisarm. The strategy, honestly, is to catch a fish, preferably a pike or a zander. We come here for catch the pike, and it's a small gamble for us now because we did not really practice here. Bottom line, there is not really a strategy, we just hope to catch fish. I can't explain it any better than that. I'm just waiting for the moment my partner say, fish on, fish on! And probably Danny is thinking exactly the same. But take a look at the other side, darling. Take a look at the other side of the screen. Yeah, I see a banana. Yeah, an eel. A banana of the boat and the dog is dead. Wir sind im zweiten Wurf. Im ersten gab es direkt einen Biss. Leider einen sehr zaghaften Biss. Ich angel ultra langsam. Wir angeln beide die gleiche Technik. Das heißt, wir fischen beide einen Dropshot. Ich eine Nummer größer, in 11 cm, Bleak Pintail, und Johannes die 7 cm Variante. Ich fische es ultra langsam, kann ihn sehr lange stehen lassen. Durch die Strömung hier, die wir hier haben, flattert der auch ganz gut. Johannes angelt ein bisschen aktiver, aber das ist halt so, den ersten Biss konnte ich nicht verwerten. Deswegen ist es wichtig, dann auch die kleinere Methode oder beziehungsweise die kleinere Version davon zu angeln, eben um diese Nibbelbisse dann vielleicht doch mal besser zu haken. Weil hier gibt es halt beide Fischarten, wie Johannes schon gesagt hat. Und ja, das Dropshot hat sich für uns eigentlich hier als doch recht erfolgreich herausgestellt. Generell die Finesse-Techniken waren nicht schlecht. Und ja, nachher werden wir auf jeden Fall auch mal Powerfischen machen. Aber dann melden wir uns später auch auf jeden Fall dann nochmal. Ich hoffe, dass wir uns zwischendurch mal melden können mit 1, 2 Fischrufen. Da ist er. Ausgestiegen. Nein. Warum ist diese Scheißbremse? Kann nicht sein. Bist wieder gesehen. Ja, das war aber ein richtiger Biss. Ja. Scheiße. 2 Bisse, aber gut. Es beißt. Dachsler, jetzt Attacke. Wenn noch ein Biss bekommst, gehe ich auch groß. Ultra slow, ne? Ja. Ja, jetzt hängt er. Kescher Becky. Scheiße, wer hat denn den so scheiße festgemacht hier? Sorry. Alles gut. Das ist ein richtig schöner Barsch, Alter. Oh ja. Jawohl. Oh ja, das denn. Naja, so groß auch nicht. Der hat aber 40. Yes. Ist jetzt kein richtig großer, aber hilft auf jeden Fall. Guck mal da, die Bullet ist komplett weg. Da brauche ich tatsächlich sogar eine Zange. Jetzt gerade noch Prototyp. Wenn ihr es seht, ist sie schon auf dem Markt. Da ist sie.
Bullet, nee, nicht über 0,5, 41. 41er Barsch. Ist doch ein schöner Start. Den reporte ich und dann fangen wir hoffentlich noch ein. Und go, großer. Fisch on. Nächste Fisch? Ja. Jetzt ist auch direkt bei mir ein Barsch eingestiegen. Ich kann noch schlecht einschätzen, ob er groß ist. Ganz klein ist er auf jeden Fall nicht. Ich hänge. Jetzt hänge ich nicht mehr. Ähnliche Größe wie deiner. Ja, aber ist doch gut. Nee, jetzt ein bisschen größer. So, weiter geht's. Yes. So, das ist auch der erste Fisch für mich des zweiten Tages. Auf die Nace Needle am BKK Datschi-Kopf. Und ist über 42,5, somit 43. Ein wunderschöner Barsch, ganz dunkle Farbe. Geiler Start in den zweiten Turniertag. So, dieser prächtige Barsch geht zurück in sein Element. Das Schöne daran ist, dass wir auch nach neuen Regeln jetzt die Full Card haben. Das heißt, wir haben alle unsere Fische drin. Ich glaube, wir haben Upgrade-Potenzial vor allem beim Hecht, aber auch beim Zander und auch noch beim Barsch. Könnte ein guter Tag werden, gucken wir mal. Wir bräuchten jetzt einen Zander, einen größeren. Ja. Also. Perfekt wäre jetzt noch ein 45er Barsch und dann weg hier. Oh, aber das ist ein geiler Biss. Das ist ein guter. Ich habe es genau gesehen. Hoffentlich ist das der 45 plus Barsch. Dann können wir hier weg und direkt auf Zander weitermachen. Komm, Kescher, der ist größer. Viel größer. Das ist ja eben. Kescher rein, Dicker. Der Barsch ist oben. Oh ja, der ist gut. Das denn. Jawohl. 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 Ach, so kann ein Angeltag beginnen, hä? Alter. Ist der erste Fisch ein Barsch? Ist der Angeltag im Arsch? Vergiss es, Junge! Alter, das ist eine Klamotte. Der ist nicht so dick, aber richtig lang. Oh, die Bullet hat's wieder geregelt. Oh, der geht an die 50. Ich muss hinten selber gucken. 47. Noch ein 47er Barsch. Das haben wir uns erhofft. Den haben wir gekriegt. Der darf jetzt schnell zurück, der Gute. Geil. Ciao, Großer. Yes, das muss ich erstmal Ich habe auch wieder den nächsten Fisch, ist aber kein großer. Der ist auf jeden Fall deutlich kleiner als unsere Fische. Wieder auf die Needle. Upsala, der will los. Oh. Das denn? Wir müssen eigentlich weg hier. Stimmt, wir haben jetzt 49, 47, 47 in der Wertung, ne? Müssen wir weg. Eigentlich müssen wir weg hier. Das ist halt Turnier, es beißt hier und wir müssen jetzt weg, weil wir unbedingt Zander und Hecht jetzt noch upgraden müssen. Hat sich das Training gestern noch gelohnt? Ja, das war auch wieder so ein richtiger Team-Chaos-Moment. Dustin musste gestern alleine trainieren, weil ich echt krank geworden bin gestern. Und dann hat er gnädigerweise gesagt, er geht allein trainieren. Aber hat er anscheinend gut gemacht, gute Vorarbeit geleistet. Okay, Zeit für einen Blick auf die Tabelle. Nace hat in der Tat die Full Card und eine richtig starke obendrein. Die beiden besten Flussbarsche sind eingetragen. Weil aber maximal 3 Fische einer Art in der Wertung stehen dürfen, ist ein 47er Barsch von Tag 1 in die Reserve gerückt. Der allerdings könnte Felix 43er Exemplar sofort ersetzen, sobald Nace ein besserer Zander oder Hecht ins Netz geht. Die Favoriten setzen sich wieder an die Spitze. Doch auch auf anderen Booten bleibt man in Bewegung. Oh, I had a zander beside my bait. Oh yeah? Yeah, a nice one. They are here. Oh, fish! You are in fire. Second day, almost. All time the same. Is it there? Perch. Oh, perch. Come on. Nice perch. Nice perch. Yeah! Yeah, my friend! You are in fire, man. We complete the card, man. It's the Shasha bait, yeah, man. The Shasha bait. You complete the card. Nice one. A great river perch. Caught on the Shasha Mini again. Old perch, as you can see. Really old perch. A mummy. So it's a 46. That's so nice, man. You are in fire. Second day it's for you.
Like every time. Like every time. Let's do it. Come on, rock this river. Der richtige Fisch zur richtigen Zeit. Auch Bim macht die Karte voll und kann sich ab sofort aufs Upgraden konzentrieren. Richtig gute Karten also für Mattia und Arnaud. Oder wie man bei Mercury sagt... Oh, fuck off! What is it? A pike! Oh, a pike? Oh! Okay, but then we are doing correctly, huh? I will reduce it. I have no bite. I'm stuck in the plant, I go out and there is a fish. Okay. Perfect. Maybe he wants to have it again? Maybe you want to have my chatterbait with some salad on it. Jesus, really? Sorry. Yeah, but it's good. My goodness, and it was also not that small. So maybe minimum of 70 or 80, it was good. Jesus, really? Yeah, okay. But it's good so incredibly fucking stupid, really. You don't know the difference between a plant and a fish? No. In competition? No, I don't know the difference. No, apparently not. Oh. Beim Anleiern? Ja. Fish. Oh, I miss it. Oh, fuck. I see it. Follow my bait. Oh, yeah? Fish. Oh, come on the boat. Come on. Hurry up. That's it. Come on. Yeah! Yes! In fire, man. Woohoo! Ja, ich hab's gesehen. Der ist da hinterher geschwommen und hat's am Boot genommen. Full Power. Aber schau mal. Hat nicht viel gefällt. 58.5. 59, ja. Oh, sorry. He wanted to go back soon. Fast, quick. So, nachdem wir das mit den Zandern jetzt erledigt haben, fürs Erste, setzen wir jetzt einfach nur rüber ins Flachwasser und versuchen da einen Hecht zu fangen, weil ein Hecht fehlt uns noch. Da hatten wir gestern auch einen, es war klein, aber immerhin, wie gesagt, erstmal Karte füllen und dann geht's zum Rest. So, wir sind jetzt eine Viertelstunde am Angeln gewesen. Und haben die offizielle Fullcut jetzt. Ja, haben die Fullcut und jetzt geht's zum Spotwechsel, weil wir müssen jetzt noch Zander und Hecht fangen. Eigentlich ja Hecht, aber ich mache so einen Hybridplatz. Kannst du den E-Motor reinholen, bitte? Mach ich. Los geht's. Wir fangen jetzt an, höher an. Hier war unser Hotspot. Ich weiß, hier die ganze Länge ist gut. Und der Strom ist jetzt zu stark. So, wir fischen jetzt andersrum. Wir driften mit dem Strom, dann können wir schneller fischen und dann können die Köder besser schwimmen. Weil gegen Strom ist eigentlich sehr schwer zum Fischen. Und jetzt ist der Strom zu stark. Really want to have a bite. You know, it's we have been fishing 15-20 minutes. The sun is coming up, and you know you are like this because you are on the spot and you really want to have this tick. So yeah, fish. Perfect. This is. I think it's perch, no, it's a small zander. Small? Yeah. Yeah, we don't need a net. It's 44. Bye. So nice when they swim back. Da Enrico jetzt schon den 4. Kontakt hatte auf den größeren Köder, wechsle ich jetzt auch auf den 11er Bleak Pintail. Wir haben extra unterschiedlich angefangen, um zu gucken, auf was die Fische stehen. Aber ja, es scheint wohl ganz klar zu sein, dass der größere Köder jetzt zumindest morgens mit wenig Licht mehr Kontakte bringt. Deswegen jetzt für mich hier auch 11 cm. Kann sein, dass wir das im Laufe des Tages noch mal ändern. Wenn wir keine Kontakte mehr bekommen oder so auf die großen Köder, dann werde ich wieder klein gehen. Deswegen immer ganz wichtig, wenn man zu zweit unterwegs ist, dass man ein bisschen unterschiedlich angelt. Zumindest bis zu dem Moment, wo sich dann was rauskristallisiert. Und deswegen feuerfrei. Aber richtig gut scheinen sie nicht zu beißen, weil 4 Fehlbisse hat man im Training hier eigentlich nie.
Jetzt geht es auf Zander, etwas ungewöhnlich. Mit dem Spinnerbait würden viele gar nicht machen, aber habe ich im Training sehr gut mitgefangen. Deswegen weiter damit. Chatterbait und so ein Warrior mit einer Needle als Trailer. Das den hol einen raus, Petri. Du auch, Petri, hi. Ja, da war der Biss. Die andere Seite kann man bestimmt auch noch mal ab. Ah, da war ein Biss. Ah, Mist. Fisch verloren? Ja. Ah, nee, warte mal. Doch, jetzt ist er dran. Was ist das? War Barsche oder was? Fisch war auf jeden Fall drauf. Hast du gesehen? Ja, ich hab's. Ja, 3, 4 Mal raufgeknallt. Ja, Fisch on. Kleiner Barsch. Ja, wusste ich's. Also Dustin hatte gerade ein Biss auf den Spinnerbait und war sich nicht sicher, was es ist. Es sind kleine Barsche, wobei klein jetzt auch ein bisschen untertrieben ist. Übertrieben. Immer noch ein bisschen übertrieben, Entschuldigung. Immer noch ein schöner Barsch auf Warrior Chatterbait. Der bringt keine Punkte. Und da darf ich gleich wieder zurück. Wir brauchen jetzt Zander und Hechte. Barsche haben wir genug. Wie tief ist denn das hier? 3,50 schon ganze Zeit. 3,50? Ja. 3. Ja. Oh, siehst du da an der Wand? Ja. Jetzt hängt, sind wieder Barsche, glaube ich. Barsche? Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Hätte direkt einen Biss gehabt. Ja, fish. Oi, oi, oi. Good, good, good. You want a small piglet. Piglet. That's good. Give it. Small sender again, but But it's a sender. We have it. yeah, I will do it. Good job. Good job. This is one of my favorite lures. It's the piglet shed. It's 10 centimeters. And I catch all the fish. Pike, perch, sender, doesn't matter. Well, it's not monsters, but at least we have some action going on. And that's what it's all about. It's not always catching the monsters. It's a 47. But it's also the enjoy of fishing. So you want to have a good lure in your tackle box, take the piglet. Success guaranteed. Seien wir ehrlich, das sind nicht die Größen, die Ewert und Truman brauchen. Trotzdem, durch den zweiten Flusszander kann ein kleiner Hecht von Tag 1 in die Wertung rücken und damit ist auch CWCs Karte voll. Zumindest der Ansatz passt also. Bei LMAB hingegen sucht man weiterhin nach dem richtigen Mittel. So Leute, ich wechsle jetzt doch auch mal die Methode. Einfach zu gucken, ob die auf was anderes noch besser reagieren. Oder zumindest, was der große Vorteil ist, jetzt haben wir hier den Routensalat, beim Zierig, dass man noch schwereloseren Köder hat wie beim Dropshot. Dass die den noch vielleicht ein bisschen weiter reinsaugen. Dass dann auch mal einer hängen bleibt. Yeah, we are fishing in pole fishing on the bank, on the stones. We're looking for perch and zander. But take your waves. Take it waves. Waves? Okay, I'm ready. I'm ready to surf. Whoa! It's fishing and surf competition too. Ja, auch ich wechsle jetzt nochmal die Methode. Das war ganz klasse. Biss. Gibt's doch gar nicht, Alter. Ich schwör. Die beißen zu picky, ja? Die beißen gar nicht gut. Ja. Ich hatte zuerst einen Schnurschwimmer. Dann dachte ich schon so, oh. Mein Gott. Also wie eben angesprochen, ich wechsle jetzt auch mal die Methode, die letzten 5 Minuten an dem Platz nochmal ganz klassisch gejiggt. Ganz natürliche Farbe, auch mit dem Tungstenkopf grün in grün. Das hier ist Universe. Ich werde den sehr viel droppen auch, dass die Fische nicht viel Zeit haben zu überlegen. Also das heißt sehr schnell auch angeln, hoch, runter, kurze Sprünge und dann gucken, ob das was bringt. Fisch, Barsch, bringt nichts. Guter Barsch? Brauchst du einen Kescher? Nee, das ist ein guter Barsch, aber
Oh, und dahinterher ein Riese. Vielleicht ein Fuffi. Boah. Oh, Alter, Boah, sind da dicke Barsche. Ja. Ah, wunderschöner Barsch auf dem Warrior. Aber nicht größer als 47. Becky brauche ich gar nicht messen, ne? Alter, waren da gerade dicke Barsche, Leute. Becky? Brauche ich nicht messen. Nee, der hat keine Tiefe. So, Warrior. Barsch, wunderschöner Fisch. Ich setze ihn so auf 42. Hilft uns leider nicht weiter. Deswegen schnell zurück, mein Großer. Barsche, ihr könnt jetzt mal ein bisschen ruhig sein. Wir brauchen Zander und Hecht. Ey, aber man, ne? Solche Barsche und man sagt so, ach, braucht man jetzt nicht. Das ist auch so ein Witz eigentlich. So ist es im Turnier. Hi Leute, die beiden hier, die kennt ihr ja schon. Und auch in diesem Jahr haben das korpulente Küken und der athletische Osterhase wieder alles gegeben. Alle Ostertüten haben mindestens 80 € Warenwert. Und alle Osternester sind vollgepackt mit geilen Ködern im Wert von 150 bis 400 €. Aber aufgepasst, hier und da verstecken sich noch Routengutscheine on top. Also nicht wegschmeißen. Ob für dich selbst oder als Geschenk für die Angelverrückten in deinem Freundes- oder Familienkreis. Und wie immer gilt, bei bis zu 4 Tüten ist kein Köder doppelt. Nur solange der Vorrat reicht und nur auf hechtundbarsch.de. Wenn du jetzt bis zum 31.03. einen Geschenkgutschein für einen Online-Kurs in Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung bei der Anglerschmiede buchst, bekommst du einen Gutschein für den Hecht und Barsch Online-Shop in derselben Höhe gratis dazu. Das heißt, du kannst dir geiles Tackle im Hecht und Barsch Online-Shop bestellen und deine Freundin, Freund, Oma, Tante, Cousin, Onkel, Neffe, wer auch immer, kann endlich mit dir gemeinsam ans Wasser und die Rute ins Wasser halten. Also ab auf anglerschmiede.de und jetzt den Geschenkgutschein bestellen. Komm, jetzt zeig schon her. Alter, sehen die krass aus. Ich hab's dir doch gesagt. Ja gut, dann lass uns los. Die Leute brauchen das Zeug. Jetzt machen wir einen Spotwechsel und den machen wir angelnd quasi. Und zwar machen wir jetzt Powerfischen hier an der Steinpackung entlang bis zu unserem nächsten Spot quasi. Und ja, ich werde Multivibe angeln, Enrico und Crankbait. Ich schmeiße auf die Steine drauf und Enrico quasi dem ersten Rob von der Steinpackung entlang. Und ja, gucken wir, ob da oben ein paar noch aktivere Fische sind. Und ansonsten, ja. Bitte auch ein bisschen aktiver als die hier. Ein bisschen williger. Kann gut, schon mal scheppern. Ein bisschen mehr auf die Haken könnten sie beißen, der Rest wird passen. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich sehr gerne White Tiger angel. Und genau das werde ich jetzt auch angeln. Den weißen Tiger. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Bitte nicht. Oh. Nervensach, Nervensach. Noch passt die Laune. Nach der Saber Rider Referenz an Tag 1 nun schon die zweite nostalgische Anwandlung bei Enrico. Sekunden später ist er aber wieder ganz der seriöse Produktentwickler.
Ja, das ist der PowerVibe 55F White Tiger. 3 bis 4 Meter Tiefläufer. Wir haben 3 verschiedene Versionen, ein 2 bis 3 Meter und 1 bis 2 Meter eben auch. Hier an der Packung empfiehlt sich das, oder auch mal, wenn ihr an der Spundwand schleppen wollt im Kanal, da ist meistens so 3,5, 4 Meter tief. Ich mag den White Tiger so gerne, weil es für mich tatsächlich einem kleinen Barsch ähnelt. Der hat noch nicht so viele Rotanteile. Wir haben hier vorne noch einen kleinen roten Punkt, aber das war es auch. Im Grunde genommen sind die kleinen Barsche entweder recht durchsichtig und so bläulich schimmernd oder eben, je nach Region, auch recht weißlich mit Streifen drauf. Und deswegen mag ich diese Farbe so gerne. Für mich ist weiß sowieso eine der meist unterschätzten Farben, aber das ist ein anderer Schnack. Jetzt angeln wir hier erstmal dran lang und ich hoffe, dass ich unter Beweis stellen kann, dass dieser kleine Kamerad hier auch Fisch bringt. Good strike. Oi, 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 oi. Jesus. Seems the perch is not really on yet. Fisch, 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 Fisch. Yes! Junge! Ja! Ach, Junge, yes! Das ist nicht so schwierig, ey. Ja, genau der richtige auch noch. Ja! White Tiger! White Tiger, 5. Wurf oder so. Junge. So muss er aussehen, Leute. Schön lang. Ja, wie geil! 45. Ja. Den können wir brauchen. Wieso rede ich eigentlich schon wieder bayerisch? Leute, 45er Barsch. Guckt euch dieses Prachtexemplar an. Aus dem Fluss. Richtig geil dunkel. Das seht ihr hier oben auf dem Rücken. Dunkel gefärbt, weil die Steine sehr, sehr dunkel sind hier. Viel Muscheln drauf. Obergeil. Let it rain. Let it rain, my boy. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, Leute. Crank läuft. Ich schmeiße an die Steine und du entlang immer noch. Ah. Große Erleichterung und das völlig zu Recht. Der zweite richtig gute Barsch ist eingeloggt. Damit fehlt LMAB nur noch ein Fisch zur Fullcard und sollte der ähnlich viele Punkte bringen, stünden die Zeichen auf Finale. Wim hingegen braucht umso dringender Upgrades. So, was ich jetzt mache, ich habe jetzt einen Colorado Blatt, vibriert stärker und der Spintail wird dann daraus höher schwimmen. Also einfach der alte Blatt raus und ein Colorado Blatt rein mit einem Rolling, wenn ich das so schaffe. Okay. Der SR 65 ist 28 Gramm schwer, also sehr, sehr schwer. Von dem her will ich jetzt, dass der stärkere Vibrationen macht, aber auch im flachen Wasser fischen kann. Hier haben wir. Könnt ihr mit alle Spintails eigentlich machen. Ich mache es auch oft mit die Spinnerbaits. Nicht nur einfach kaufen, sondern manchmal auch gucken, wie man dann das dann anders benutzen kann. Ist immer gut. Ja, egal, catch mal. Zweiter Fisch im Fluss, Junge. Stimmt. Stimmt. Er so, will der Typ einen Fisch gar nicht catchen? Ja, ich habe nicht dran gedacht, diese Flussregelung da, meine Güte. Ja, mit dem Scoreboard tut sich Enrico noch ein bisschen schwer, muss man sagen. So viele Regeln und... Wenn das rausfliegt, zählt das und hier und da. Ja, Leute, was soll ich sagen? Der Wechsel zum Crank. Fullcard! Hat sich gelohnt. Jetzt haben wir eine wirkliche Fullcard, ja, Mann. Ja, jetzt haben wir Trümmerdinger. Barsche in dem Format bräuchten wir, aber gut. Gewaltige 57 cm. Gewaltige 57. Aber hey, den lasse ich schnell zurück. Hopp. Fullcard. Wechsler.
Auf dem Crankspait. Welche Farbe fischst du? Galaxy. Galaxy. Ja, einige von euch wundern sich wahrscheinlich, warum ich hier in die Knie gezwungen werde. Das mache ich, um noch tiefer mit dem Crankbait runterzukommen, weil ich habe die Rute dann ungefähr so 1,50 unter Wasser, also die Rutenspitze. Und das kann ich natürlich im Stehen schlecht machen. Deswegen knie ich mich hier hin. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ich ungefähr 1 Meter tiefer laufen kann mit dem Wobbler, geworfen. Also geschleppt läuft er wahrscheinlich sogar so auf 5, 5,5, wenn man genug Schnur draußen hat. Aber geworfen, das ist aber der Distanz geschuldet, obwohl der weit fliegt. Wir haben ein Weitwurfsystem, magnetisches Weitwurfsystem da drin. Aber trotzdem jetzt hier gegen den Wind zu werfen, kommt man halt nicht so weit runter, weil der Wobbler auch erstmal runter muss und da verliert man, denke ich, so 10 Meter, bis er unten an dem tiefsten Punkt ist. Und deswegen versuche ich mit der Rutenspitze so weit wie es geht ins Wasser zu kommen, um den Köder eben diesen Meter tiefer laufen zu lassen. Ja, ne, Rutenspitze runter, recht gerade, ein Stück zum Köder geneigt, damit ich auch noch ein bisschen Power habe, um den anzuschlagen. Geht nicht unter Wasser, aber halt um genug Druck zu haben, um dann die Rute nach oben hin rauszuholen. Genau, recht schnell leider, weil wir dem Köder ja auch entgegenkurbeln, fahren, nicht kurbeln, sondern dem Köder entgegenfahren. Wir dann die Geschwindigkeit, die wir haben, mit dem Boot auch dementsprechend ja, ein bisschen kompensieren müssen mit der Kurbelgeschwindigkeit, damit er genug Druck auf die Tauchschaufel kriegt und dann auch unten ja, so zumindest 5, 6 Meter an den Steinen lang kraxelt. Ja, das ist eine anstrengende Angelei, aber am Ende hat Dr. Offerhaus mein Knie so gut repariert, dass es bestimmt für 2 Stunden geht. Should be packed here. It's a really cool place. You have some current and you have a little bit of backwater on the shallows there. Lots of cabbage and grass as well. Should be some nice fish standing in the grass or on the side there. Oh, hola, yeah, itchy. You want to rub it? No, you have to measure board? Yeah, we'll wet it. Yep, perfect. Hoppakee. Hoppakee, we say on Goeree. Hoppakee. Oh yeah! Yeah, no. But at least it's a fish from the rivers. Yeah, it is 37. 37. Okay, thank you. Net. Wahoo! Not what we want, but okay. Yeah. Yep. Hopefully it's a pikey. Please let it be a pikey. It is a pikey. It is a pikey. It's too small. Do you think? We thought that yesterday also, so maybe let's at least measure it, okay? At least it's fun. It's on. It's 52. Okay. Yeah, we can't make it any bigger. That's 52. But still. Okay, it's a very petite one. Yeah, it's a frit. Fritje. And we like frit. Come on, so. Perfect, my dear. Oh my so God, now you can report directly to fish. Okay, goodbye. Very nice corner here, huh? Oh yeah. Hi, today so we are here on the river and we try to cover the shallow area from the river to catch the pike we are still missing. Yeah. Yeah, so we just had a perch and a small pikey, so that's fine. And now we try to get a bigger one. Yeah. We are fishing the shore a little bit between the cribs. There is some plant here, so that can be interesting for the fish to... I think if we will get one more pike, then maybe we'll go to the center spot. Yes. Do you agree? Yeah, Exactly. I think it's a good plan, huh? Just for fill up the cart, and hopefully we will have some time after for upgrade or maybe the pike. Would be a good idea. Oh yeah. But maybe you can also go now for sander fishing. But then we have now 2 pikes on the cart.
And we are still missing one sander. Yes, I that's don't know. true, but it's relatively early still. Yeah, and that's true. I think we just got here back and we have 2 fish. Yeah, it's a good idea. So just make the drift here. Just make the drift. And try then to catch maybe further one. another pikey. Oh, you had a bigger one on the line already, so that's possible exactly. here? There was a bigger one on before, so let's just try to catch that. So then we had 2 fish from this corner. I think it's over now here, so then we can make a drift and maybe a little bit slowlier than before, so because we know the spot already. Okay, I will start the engine, my dear. Okay, let's move our ass. Let's move our ass. The plan was to move our ass. Yeah. Motivationsschub für Dani und Gea. Johannes und Enrico tüfteln währenddessen an Plan B. Ja, Leute, da hinten seht ihr es. Wenn es gar nicht läuft, dann können wir da nachher die deponierten Fische noch aus der Kühlbox abholen. Aber ich habe gehört, das hat alles schon gegeben. Ha? Hab gehört, das hat schon mal gegeben irgendwo. Deswegen ist mir auch gerade so eingefallen. Vielleicht ist auch eine Schatztruhe und wir werden reich, wenn wir es abholen, Junge. Das wird sein. Hoffentlich ein Zander. Ah, ein Hecht. Ein kleiner bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Kann's weg. Scheiße. Okay. Den hole ich gar nicht ins Boot, den hake ich außen ab. Der ist nicht größer als 65, oder? Nee. Da ist er. Zu klein. Trotzdem ein sehr schöner Fisch. Guten Biss gemacht. Schreck bekommen. Naja, aber es zeigt doch, dass es vielleicht auch nicht ganz falsch ist, was wir machen. Weiter geht's. Hecht. Zumindest Hecht. Es gibt keinen Fisch, der so widerlich stinkt wie ein Hecht, oder? Das ist wohl wahr. Oh, good bite. Good bite. Really good bite. Shit. That was a perch. Jesus. Why are they so tricky? What temp is it here? 18? 17.9, so 18. Yeah, 18 degrees in the water and they are so picky. It's crazy. I don't know why. And here, you know, the current is too strong. You can't just finesse fishing. Of course, when you're anchor, you can, but you have grass and stuff, and it's not easy. Normally, when the problem with the chatterbait is if they just nab it, you miss the fish normally. Ich glaube, ein kleiner Zander, aber. Mehr Punkte als der Hecht. Das auf jeden Fall. Hoi, hoi, hoi. Direkt zweimal zugelangt, der kleine Wilde. Ein Punkte-Upgrade. Und die dritte Spezie schon im Fluss. Ist auch nicht so schlecht. Ja, das ist sehr wirklich gut. ganz klein. 45er Zettler. Also 1,5 Zentimeter, wenn Enrico richtig gerechnet hat. Den kleinen lassen wir gleich wieder rein. iPhone hat gerechnet. Ach so, so schnell. Ja, ja. Wir ankern immer an Stellen, wo wir quasi Unterbrechungen in der Struktur finden. Die Steinpackung ist eigentlich komplette Flusslänge die gleiche, aber manchmal findet man Ecken, wo ein paar größere Steine quasi in den Fluss rein gerutscht sind, kann man so sagen. Und an solchen Ecken, wenn wir die finden, im Training mit dem Sidescan oder auch beim Angeln kann man die, oder mit dem 2D sogar, wenn man drüber fährt und es wird auf einmal höher, wo es sonst tiefer war, dann immer mal anhalten und anangeln. Und ja, da stehen die Zander dann ein bisschen tiefer, da haben sie nämlich ein bisschen Strömungsschatten. Jetzt haben wir es auch rausgebracht. Und ja, diese Punkte tun wir dann immer langsam ausangeln. Und bei der geraden Strecke machen wir Aufstrecke, um die aktiven Fische dann zu suchen, die auf der Steinpackung sind zum Fressen. Ist das so korrekt? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin konzentriert. Ja, gut. Das ist schon ganz gut, dass du. Ja, ja. Mach du das mal. Hört nie zu, der Kerl, hört nie zu. Jo, ab. Ja, war ein Hecht. Plötzlich kriegst du dieser Pike.
Guter Oh, Fisch? weg ist er. Weg. Fuck. Scheiße. War ein guter Fisch. Aber Fisch ist hier, Alter. Wir haben immer wieder Kontakt, immer wieder Bisse. Oh, das kann doch nicht angehen. Anker machen. Anker. Den beackern wir jetzt. Den beackern wir jetzt. Der hat nur gebissen. Da war er wieder. Ja. Oh, der geht sogar. Jawohl! Fullcard! Fullcard! Sehr gut, Sven. Ja, die Routenserie wurde auch nach meiner Frau benannt. Einige Leute werden sie kennen, Julia Patzak. Dark Soul. Geiles Ding. Sehr gut. So. 71. Den Gag hat der Mann vermutlich schon länger rumliegen. Fullcard für Hearty Rice. Sven und Fabi brauchen jetzt auf jeden Fall bessere Zander. Aber gefangen habe ich den Hecht gerade auf dem Easy Shiner. Der hat jetzt einen Tail verloren. Die sind halt recht weich. Also die Gummimischung von den Easy Shiner ist halt recht weich. Da kann das schon mal schnell passieren. Aber ich fische lieber richtig weiche Gummis. Weil die kann ich halt auch extrem leicht bebleien. Hier mit einem 3 Gramm Gewicht dran. Ja, und ich fische die halt mit so einem Genickdrilling. Immer von oben. Und jetzt aufgezogen auf so einen großen Offset-Haken. Das dient einfach nur zur Stabilisierung. Dann flankt der schön im Wasser. So, wie man sieht, hat es funktioniert. Ne? Oh, fuck, das war ein Zander. Das war ein guter Biss. Das war ein richtig guter Biss. Oh, ey, Mann! Schon wieder? Ja, aber das war wieder, das fühlte sich an wie Barsch. Do you want to unhook and then I will go on fishing? Yes. You want to measure it or? No, it's not necessary. Yeah. Okay, so thank you for the visit. Yeah, thank you, but you are really small. Okay, Team Petite strikes again. Team Petite? Oh, okay, goodbye, my dear. Don't get eaten by a big ass pike. I would be so relieved if we could fill up the cart and then go for the bonus fish. Yes. I know the water is more clear here, but yeah, I also thought about changing the color of the lure. So let's put a little bit of magic on the jig head. And let's see if it really brings some magic. Leichte Verzweiflung beim Mercury, aber auch andernorts fehlt den Fischen inzwischen die letzte Entschlossenheit. Ich habe schon das Gefühl, der Fluss ist hier, also das System ist geil. Guck mal, wie viele Bisse ich jetzt hatte. Fische haben wir gefangen, Hecht haben wir gefangen. Ich glaube schon, dass wir hier, wenn wir durchziehen, unsere Fische kriegen, die wir brauchen. Ah, da war ein Biss. Biss? Ja, aber ich glaube, das war Barsch. Ganz ehrlich bin. Bite. I can't believe it. So nice. You know, Evert is fishing with the strike pro crankcakes in the drops. I have been fishing with Motorol pig hula chatterbaits slowly in the weeds, and I had only one bite on a maybe a smaller perch. Nothing else so far. So nice stretch here. It's quite heavy currents outside. Here it's slower. You have the weeds, some drops. Looks so nice. But I think the fishing is tricky. I don't know why. The temperature is around 18 degrees. Shouldn't be any problem. Of course, the weather has been quite unstable. You know, up and down, rain, wind, so on, and the wind from different directions. But still, it's summer temperature, so it's not easy. But we're going to do our best. And I hope for
all support from you guys. We really need it. Yeah, fish. Good. Big perch, big perch, big perch. Yeah. But I don't have the net. Come on. Ooh, that's a nice one. Oi. Evert, he did it. Good job, my friend. This is a really nice one. Good job. It's more. High 47. 48. 48. Okay. Check that fish. 48 centimeters. Evert did it. On the Strike Pro Cranky X. Yeah. The deep version. The normal. You said you're going to take it on the stones, and you did, eh? We always do it. Ah, nice. Good job, my friend. Very, very good job. Nice upgrade. Because it's a tricky condition. Yeah. Come on, my friend. Yeah, but that's a good fish, eh? I'm so happy for 47. Was it 47? 48. 48. Ladies and gentlemen, 48. River perch. That's a really nice one. Truman sagt an und Evert fängt. Schöne Szene und endlich was zu feiern für die Altmeister, die aber trotz deutlicher Verbesserungen nachlegen müssen. Genau wie Fabi und Sven. Okay, so nachdem unser Plan mit der schnellen Full-Cut mit der schnellen aufging. Schniepelrunde, ne? Ja, aber das war uns klar, dass wir da keine Übergrößen fangen. Das ging jetzt relativ flugs und gut. Jetzt starten wir mit der Power Hour, wer hätte es gedacht. Wollen da jetzt gucken, ob wir Zander fangen in schöneren Größen oder vielleicht ein Hecht. Ebenfalls gestern reingekommen sind die neuen Köder von uns, zusammen mit Invader und Johnny. Extra Pelagikköder, ich zeige euch mal einen. Gibt es ab jetzt erhältlich in 4 Dekoren. Ja, genau, 4 ja. Einmal so, dann Black und auf jeden Fall den hier. Besonderheit bei dem Köder ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, der mini kleine Curly Tail. Der Köder hat ja so schon eine recht voluminöse Form, macht auch extrem Druckwelle. Und das ist der letzte Reiz, der vielleicht den einen oder anderen trägen Räuber noch überzeugen kann. Ich habe ihn selber ehrlich gesagt noch nicht gefischt, aber wer Johnny kennt, weiß, dass der mit Sicherheit die Sachen, die er macht, vernünftig macht. Und deswegen vertrauen wir ihm da, oder? Voll und ganz. Voll und ganz. Montiert in verschiedenen Gewichten, entweder zum Runterlassen oder zum Sharpshooten. Wieder auf meinen Routen wie immer. Evolution 80 Gramm Cast zum Anwerfen und die Black Diamond bis 300 Gramm zum Runterlassen. Wünscht uns Glück. Es geht los. Power Hour startet jetzt. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen.
Ja, da haben wir 2 von. Da nehme ich dann erstmal Purple Rave. Dann mach mal mir vielleicht den weißen dran, in 2 bis 3. Oder? Ja. Hätte am Ende auch einen Fire Tiger genommen, aber ich probiere es erstmal mit Purple Rave. Ist etwas transparentere Farbe und jetzt mit der Sonne trotzdem auffällig, ne, mit diesem leicht gelben Bauch. Aber transparent. Hier unten sieht man auch sehr schön dieses Magnetsystem. Also hier, diese 3 Kugeln sind hier oben durch ein Neodym-Magnet gehalten und flippen. Ich zeige es jetzt mal kurz beim Wurf. So, nach hinten, also zumindest jetzt gerade 2. Beim Wurf ist da mehr Druck drauf. Ne, die flippen dann nach hinten und dann, sobald der Crank sich im Wasser wieder aufstellt, kippeln die nach vorne, sorgen für die optimale Gewichtsverlagerung und dann läuft er auch schön gerade. Und ihr seht, bleiben die auch da. Ne? Die Stärke des Magnets reicht aus, um alle 3 zu halten. Ja, jetzt hängt er. Da ist unser Zander. Okay, ein Zander. Ja, ist ein Zander. Guter Zander. Also auf jeden Fall ein guter Fisch. Wenn es kein Zander ist, ist es ein Hecht. Ist ein dicker Zander. Richtig dicker Zander. Richtig dicker Zander, Becky. Oh, yes. Oh. Ja, den brauchten wir. Alter, das ist ein richtig starker. Pfiuh. Wir wollten schon weg. Ich hab gesagt, die stehen hier, die müssen hier stehen. Alter, das ist ein richtig guter Zander. Yes! Der ist 75. Auf jeden Fall. So, da sieht man den Spinnerbait. Ganz schön. Oh, was ein geiler Zander. Richtige Klamotte, ey. Richtig geil. Gut, gezielt mit Spinnerbait. Ja, 76. 76er Zander, aber der gibt richtig wichtige Punkte. Der gibt richtige Punkte. Geil. Super schön. Oh, da war er endlich. So lange drauf gekämpft jetzt. Aber es heißt immer wieder, stick to the plan, ey. Wir wollten schon weg. Ich dachte, hier muss doch noch einer sein. Großer, danke. Oh, Mann, ey, der hatte richtig Power. Yes, das war ein wichtiges Upgrade, ey. Let's go, Becky. Jetzt haben wir wirklich eigentlich natürlich den Zander auch noch ein bisschen schwach, weil die wirkliche Schwachstelle ist unser Hecht. Deswegen gehen wir jetzt auf den reinen Hechtspot. So wie wir jetzt auf dem reinen Zander-Stretch waren und hoffen, dass wir da noch das upgraden. Und dann bin ich, wenn wir den Hecht wirklich noch upgraden, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir weiterkommen. Und wenn dann jemand besser war, dann hat das auch verdient. Dann haben wir unser Bestmögliches getan. Aber ich bin so happy, dass das geklappt hat, weil Spinnerbait und Zander ist ja für die meisten nicht so typisch. Aber wenn man so einen Plan hat, das im Training funktioniert hat und das im Wettkampf auch nochmal funktioniert, ist einfach geil. Der Maze Runner wird noch zum Zanderschreck, wobei Dustin wahrscheinlich auch mit einer gejickten Kartoffel abliefern würde. Felix und er schmeißen einen weiteren kleineren Fisch vom Bord. Sollte das Hecht-Upgrade gelingen, wäre Nace das Finalticket wohl wirklich nicht mehr zu nehmen. Dem zweitplatzierten Team sitzt die Konkurrenz dagegen deutlich dichter im Nacken. Bis. Boah, ist das schwer schon wieder. Oh! Biss gehabt? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Direkt unterm Boot bei den Steinen. So. Dann pup. Taugt den nicht so. Irgendwie. Ich hab jetzt wieder. Ey, ich hab den Finger an der Schnur und es macht nur so tick, tick, tick. Ich sehe nicht. Oh, Fisch. Mike, I lost it. Oh, shit. Hat er gebissen? Ja, voll. Hey, komm, mach weiter. Komm, wir haben keine Zeit dafür. Jetzt kommt er, der beißt. Schon wieder nicht, oder was? Alter. Also, großer? Nee, ist ein Barsch, glaube ich. Aber muss ich nichts machen. Nee.
Oder? Ich sehe es noch nicht. Ja, ist ein Barsch. Aber ist ein großer. Ein schöner. Aber naja. Kein Upgrade, oder? Bitte? Kein Upgrade. Weißt du nicht? Boah. Schöner Barsch. Wieder auf dem Warrior. Ich schätze mal, der hat so 43, 44 Zentimeter. Ja, wie gedacht, 43. Ein richtig schöner Barsch auf dem Warrior. Richtig dunkel, satte Farben. Aber den brauchen wir tatsächlich leider nicht. Trotzdem freue ich mich. Und zurück, Kollege. Oh! Was ist das, Barsch? Brauchst du einen Kescher oder holst du ihn so? Hol so. Alter, was für ein Biss. Ich dachte, das ist ein Zander, weil er so hart war, der Biss. Ihr seht's, wir hätten hier das absolute Barsch-Inferno. Aber solche Traumbarsche zählen halt einfach nicht mehr. Der ist länger als deiner, Vecchi, aber messen brauche ich den nicht, ne? Nee. Und der hat den Spinnerbait voll weggehauen. Wie gesagt, keine Angst vor großen Ködern. Maze Runner fängt Hecht, Barsch und Zander. Ich würde sagen, der hat so 45. Schöner Fisch, aber nicht das, was wir brauchen. The nasp? You saw it? If you don't see it, doucement mec, si c'est pas un aspe et un gros pike là, t'es baisé. Vas-y, va de l'autre côté peut-être. C'est pas sûr que c'est un aspe. Not sure it's an aspe because like this, it's strange for an aspe. Okay. Take care the boat turns. Oh, it's a big nasp. Whoa, hey man! That's a big one! Huge one! Vas-y. Sévère. Mais... Oh putain, grand moteur. C'est un géant, mon pote. Putain de géant, mec. Oh! It might be your record for a long time, man! That's so great! It's not count, but I'm hey, happy. Come on, look at that asp! Wow! Yeah, that's great, man! Oh, damn! I just got my record of asp. I'm very happy because it's not a good day for catch that, but I'm very happy too. And I caught with my Edge Rods hybrid 7036 modified fast. It's not very fast, but it is very moderate fast for power fishing. It's perfect like that. What a bite, what a fight, what a fish. Incredible. Thank you. Whew. Hey man, congratulations! This one was huge. That's crazy. It's my personal best Yeah, for a that's long fine. time. Okay, come on. We are here for fun, no? Yeah. Okay, that's the plan. This fish doesn't count for this competition, but I'm now in confidence, more in confidence. So let's do it. We need a perch, we need a zander, and after pike fishing. Bei so aufrichtiger Freude geht mir das Herz auf. Mattia und Arnaud zeigen einmal mehr, dass sie in erster Linie Angler sind und erst danach Turnierangler. Herzlichen Glückwunsch zum neuen PB. Währenddessen scheint sich CWC nun voll und ganz auf Trumans Lieblingsfisch zu fokussieren. Shall we go up again, drive the same, or shall we take this one? My suggestion is do all the pockets and then we can make a new drift. Perfect. Good. Oh, I start with Strike Brew Buster Swim. Fourth cast, I had a strike. It was not a super big fish, but it was a fish that would been counting in the score. But that's fishing. We're gonna take some more here, hopefully. Wir machen wieder Powerfischen und haben schon ein bisschen diskutiert, was wir machen und wann wir was machen und ob wir die Power Hour in Anspruch nehmen würden und wann und so weiter und so fort. Also es ist hier alles andere als langweilig an Bord. Aber ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir irgendwie mal noch Kontakt in der Power-Fishing-Phase, also nicht Power Hour, sondern Power-Fishing-Phase hier mit den Power Vibes zustande bringen. Und ja, es wäre einfach gut, weil wir brauchen mindestens noch 2 starke Fische in der Karte. Boah, das ist schon wieder eine Nervensache hier mit uns. Eine Nervensache. Aber Fisch ist da und
Bisse haben wir auch mehr als genug gehabt. Wir haben auch einen guten Fisch schon in die Karte gebracht mit 45 cm. Die beiden anderen, der Hecht und der Zander, waren leider ein bisschen klein, aber das kann man leider nicht immer beeinflussen. Es wäre schön, wenn man es könnte, aber das kann zum Glück ja niemand. Doch, einen gibt's. Ja, der beeinflusst das nicht. Das ist einfach so. Ich bin gespannt, wie der gefangen hat. Wir schalten mal live zu Dustin. Und Felix. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir am Hecht scheitern. Ja. Und dadurch rausfliegen, weißt du? Wir haben jetzt solide Fische, aber wir haben kein richtiges Monster, doch den Hecht als Monster. Ja, dann die Barsche sind auch schon. Ja, auch ein richtiger Monsterbarsch bringt ja nicht viel mehr Punkte dann. Naja, so ein 51er sind schon 8 Punkte mehr. Das kann man schon einen Unterschied machen. So the question is, will this deliver me a fish? So the question about the lure, if it would catch me a fish, the answer is yes. It did deliver about the same size of the lure. Oh my God, it's the biggest! Yeah, it's the biggest. No, yeah, it is 58, huh? Free it again. No, I get the bag. Oh, okay. Okay. Let it become a little bit bigger for next time, okay? Yeah, next. In 10 years maybe you are like an animal. Okay, I think now we can go to the sender spot and try some sender, huh? Because we have 3 pikes now. We have the bonus fish as a pike. We need to catch 1 zander and then we can upgrade. Yeah. Okay. So in this case, I would really like to go do that. To really try for a little bit. Yeah, 70, 80 pike would be really perfect. Die Full Card rückt näher. Um aber eine echte Chance zu wahren, müsste noch deutlich mehr passieren. Die erste Halbzeit ist so gut wie rum. Für welches Team geht noch was in den letzten Minuten? I'm not sure. It's not an upgrade. Ah! I lost before, but now I get it. Yeah, my friend. Yeah, congratulations. Er will auf jeden Fall was machen. Schau mal, wie der schwarz ist. Ein geiles Sander. Wieder mal Shashabait Junior, ein grüner. Here? Yeah, 60. 60. 60. You can go back to do what you want to do. Ah, great time. I like it. Gutes Upgrade. Und nun fehlt Bim nur ein richtig guter Hecht, um LMAB gefährlich zu werden. Die Franzosen bleiben im Rennen. Für CVC hingegen wird's knapp. Allerdings packt Truman jetzt seine Maus Frankenstein aus. This is the Minnie Mouse. Instead of a paddle, I put a Colorado blade here. I have caught so many nice fish. When the temperature still is quite high and you can take it fast, get reaction strike, even when it's like muddy water, they hear the sound from the blade. So many nice fish on this one. Ja, das ist leider kein Upgrade. Der Zielfisch? Ja, ein bisschen vielleicht. Aktuell ist unser kleines Hecht 65. Ich hoffe, dass er wenigstens 1-2 cm größer ist. Aber ich glaube leider fast nicht. 63, das denn nur. 63? Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Leider kein Upgrade, nur ein kleiner Hecht. Ich hoffe, dass hier noch ein größerer steht. Deshalb geht der jetzt zurück und für mich geht es gleich weiter. Wieder auf unseren Warrior. Herrlich.
fish. You have? Oh, fuck off. That's a big one. First I thought I was stuck. Yeah, but anchor. And then... Oh, fish! I missed that. Oh, I have a small one. That's an anchor here. It's still on. Yeah, but it's not big. No. Take the net. But yours was a sander, I think. It was like, I saw the rod. I saw the rod. It was like, ooh. Yeah, we really fight hard for a decent pike. So far we have 2 bites. Evert missed a really nice fish. We don't know because he had it just for a couple of seconds. I saw the rod was bending quite good. And then we have lost a smaller pike I had on, and now we caught another one. But this is very, very small. But it's nice anyway, you know, have a bite. Poof! They always go for the head. And you know, it's a little bit muddy here, so I use this spinner blade. It's quite good when the temperature is high. 60, 61. 61. 61. Not big, but I'm happy for the strike. We put her back. Ooh, Jesus Christ. Ja, Power Hour ist beendet. Wir hatten 2 Bisse, die sind nicht hängen geblieben. Das ist so super ärgerlich, vor allem wenn sie jetzt endlich mal reagiert haben und dann bleiben sie nicht kleben. Fische waren hier wirklich genug. Sie hatten nicht wirklich Bock, muss man schon dazu sagen. Waren auch schöne Fische dabei. Ja. Egal, komm. Sven hat einen Herzinfarkt. 3, 4. Ja, aber jetzt angeln wir wieder so, wie ich das mag. Genau, damit er wieder recht behält. Bisschen in der Dunkelheit. Ja. Ja, Zander Hecht weiter. Johnny, sorry. Look at that. Well, oh la la, oh la la, oh la la. Okay. How to speak, how to sound French if you don't speak French. Okay. Okay, so my dear. Yeah. It's catch a sander. Oh, can also be for you, so I'm totally fine with that. It's for you, you know, because you have the... Give me a new try to net a big sander, okay? I need to learn that. I need to practice a little bit more. I want to make the same shit with yours. Oh, you can do that also. Junge, ist der reingeknallt. Ich dachte eigentlich Dave Zander. Alter, boom! Ja Leute, da haben wir ihn. Auf den Power Wipe. White Tiger. Richtig geil. Richtig drauf gescherbelt. Richtig harter Biss. 44. Über 44? Ja, über 43,5. Den wunderschönen Fisch kann man jetzt so wieder zurücklassen. Yes, Leute, yes, yes, yes. Noch ein kurzes Wort zum Tackle, was ich hier benutze. Und zwar habe ich hier eine Route, die ich ganz lange zu Hause stehen hatte und ehrlich gesagt einfach nie benutzt habe. Und zwar die Rodfather, 2,40 Meter, 10 bis 35 Gramm. Die Route ist sehr parabolisch, würde ich sagen. Hat nicht so eine krasse Spitzenaktion wie jetzt die 28er oder die 45er und ist deswegen zum Crankbait-Angeln perfekt. Auch nachts auf Zander zum Wobbeln perfekt, weil die Spitze ein bisschen nachgibt, dass die da schön reinsammeln können. Gepaart in dem Fall mit einer 2500er Stradic. 9 Kilo Schnur, ein bisschen dünner gewählt, dass die Wobbler ein bisschen tiefer gehen. 0,35er Fluorocarbon als Schutz gegen die Steine und dann eine kleine Stahlspitze, 9 Kilo. Am Ende ein Power Vibe und dann läuft das. LMAB vergrößert den Puffer auf Platz 3. Für CBC und Mercury wiederum wird die Luft langsam dünn. Zum Abschluss hören wir rein, ob ein letztes Aufbäumen geplant ist. The morning was quite slow. Evert showed his skills. He took 2 sanders, not super big one, but
at least 2 sanders, and then on the rock pile on Cranky X, a really good perch, my friend. Really good job. 48. Yeah, that's super fish. Yeah, but we need more. Yeah, of course. We need your support. Let's do this, my friend. We're gonna take it. So it's the end of this episode. Yep. We are, we can call ourselves Team Petit. But honestly, so let's have some fun, do some fishing, Yes. do some more casts, and maybe It's much more relaxed now. much more relaxed. Maybe we will be rewarded with a nice fish in the end. Yes, that would be great. That would be the top of the, how you say? The cherry on the pie. Okay, my dear. Let's rock the next one. Die Zielvorgabe klingt eher nach Ergebniskosmetik, aber wer weiß. Nace hat schließlich bewiesen, wie viele gute Fische auch in kurzer Zeit gefangen werden können. Gleichwohl hat auch der Spitzenreiter bisher Schwierigkeiten mit den Hechten, die hier, so sieht es zumindest momentan aus, am Ende den entscheidenden Unterschied machen könnten. Ob's so kommt, seht ihr am Sonntag, wenn in Gruppe A die Entscheidung fällt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Likes und eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.